Hey, schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Der Hannes von Werde Musiker hier und ich möchte dir in diesem Video den Song Thinking Out Loud von Ed Sheeran in 10 Minuten zeigen. Ich möchte dir das Wesentliche zeigen, was du brauchst, um diesen Song spielen zu können, um geile Sounds aus deiner Gitarre rauszuholen. Ich habe von dem Song in der Videobeschreibung, findest du das, eine sehr ausgedehnte, sehr lange Version, wo ich auf jedes kleine Detail, auch auf das Solo eingehe bei dem Song. Und das Ganze spiele ich heute hier auf einer Akustikgitarre, auch wenn der Hauptsound im Original auf einer E-Gitarre ist. Es spielt eigentlich keine so große Rolle für das, was wir jetzt hier in dem Video machen. Da kommt es darauf an, dass du die Griffe und den Groove und das Feel von dem Stück verstehst. Und im Wesentlichen gibt es 2 Parts in dem Stück, die gehen wir jetzt hier in diesem Video an. Und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und wenn du ganz viel Grundlegendes und Wichtiges noch auf der Gitarre lernen möchtest, empfehle ich dir in der Videobeschreibung ebenfalls nach meinem kostenlosen Crashkurs zu schauen. Super geiles Teil, da findest du eine gute Grundlage auch für dieses Tutorial jetzt hier zum Beispiel, für alles andere, was ich auf dem Channel hier so mache und überhaupt, es lohnt sich einfach da vorbeizuschauen, weil er ist absolut kostenlos, du kannst dich da auch wieder abmelden, wenn du keinen Bock mehr hast, insofern alles easy. Ich freue mich jetzt mit dir hier dieses Video von diesem geilen Song anzugehen und los geht's. Ich spiele dir mal vor, was dich jetzt hier erwartet. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will you mostly remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Das wäre der erste Part, den du brauchst. Wollte dir gerade nur zeigen, wo wir sind. Der nächste Part geht noch genauso, wo es dann Darling, I will be loving you until we're 17. Ja, immer weiter und weiter. Und wenn wir dann bei People Fall in Love in Mysterious Ways angekommen sind, kommt der zweite Teil. People fall in love in mysterious ways, maybe just a touch of a hand. Me, I fall in love with every single day, and I just want to tell you I am. So honey now. Und dann geht es wieder zurück zu unserem ersten Part. Nur, dass du weißt, wo wir hier an welcher Stelle sind. Also, wir legen los mit dem D-Akkord. Und das Ganze läuft jetzt hier heute ohne Plektrum ab. Also, weg mit dem Teil und los geht's. Zeigefinger in den zweiten Bund auf der G-Seite, Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Seite. Und du zupfst die D-, G- und H-Seite. Das sind die zweite, dritte und vierte von unten. Mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Das Schwierige bei dem Song ist jetzt gar nicht mal unbedingt, diese ganzen Griffe zu spielen, sondern dass du hier auch den Groove lernst. Und den erzeugen wir auch mit der Schlaghand, indem wir auf die Saiten draufhauen. Also draufhauen und dafür sorgen, dass die nicht irgendwie dann schwingen, sondern du schlägst da einfach nur drauf und willst so ein Klickgeräusch erzeugen und die gleichzeitig aber auch dämpfen. Also zupfst du und dann dämpfst du. Ich komme manchmal auch mit meinem kleinen Finger so gegen das Holz von der Gitarre, ist auch ganz cool. Und ich komme hier mit Daumen, Zeigefinger, ich hau die einfach so drauf, wie ich gezupft habe. Und in dem Moment, wo du hier drauf haust, um zu dämpfen und dieses Klickgeräusch zu machen, greifst du um. Gehst mit dem Zeigefinger in den zweiten Bund auf der dicken, fetten E-Seite und mit dem Mittelfinger in den zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte von unten. Und zupfst dann mit dem Daumen die E-Seite, mit dem Zeigefinger die D-Seite, das ist die dritte von dir aus, und mit dem Mittelfinger die G-Seite. Also hast du dann. Und auch danach machst du wieder hier deinen Klick-Sound. Wenn du das gemacht hast, also einmal spielst du das, gehst du mit dem Mittelfinger in den dritten Bund auf der E-Seite und zupfst wieder E-Seite, D- und G-Seite. Die sind jetzt aber leer, die beiden hier in der Mitte. Cool, ne? Das
heißt, du hast nur einen Finger hier zu drücken und zupfst mit deiner Zupfhand 3 Saiten. Die gleichen wie vorher bei dem Griff. Und danach auch wieder schön Percussion machen und dämpfen. Also haben wir D, D mit Fifth im Bass, G und jetzt den A-Power-Chord. Zeigefinger, zweiter Bund, D-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund, G-Seite. Das sind die beiden Seiten in der Mitte. Und du zupfst die A, D und G-Seite. Das ist die zweite Seite von dir aus gesehen, die dritte und die vierte. Und auch danach wieder drauf hauen. Also. Damit kannst du einen sehr, sehr großen Teil von dem Song schon abdecken. Weiter geht es dann zum B-Part oder zum Refrain-Part, wie auch immer du ihn nennen willst. People fall in love in mysterious ways. E-Moll ist der erste Akkord. Zeigefinger, zweiter Bund, A-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite. Dann kannst du ruhig alle 6 Seiten anschlagen. People fall in love and miss. Und den schlage ich 3-mal an, einfach nur mit dem Daumen nach unten schlagen. People fall in love and miss. Und dann auf Mysterious, von Mysterious, wechselst du auf A7. Zeigefinger, zweiter Bund, D-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, H-Seite. Das sind die vierte und zweite Seite von unten im zweiten Bund. Schlägst du dann an alle Seiten bis auf die tiefe E-Seite. Mysterious ways. Und dann wechselst du zum D-Dur-Griff. Zeigefinger, zweiter Bund, G-Seite, das ist die dritte von unten. Ringfinger auf die zweite Seite von unten, auf die H-Seite im dritten Bund und den Mittelfinger im zweiten Bund auf der äußersten Seite. Da schlägst du alle Seiten an bis auf die 2 Tiefen hier. Also nochmal, E-Moll. People fall in love in mysterious ways. Maybe na 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 na. Bei der Wiederholung nur auf dem A7-Akkord bleiben. Also nochmal, E-Moll, A7 und D. Dabei schlägst du das A7 einmal an und das D 2-mal. Nochmal. E-Moll, 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 A7, D, D. Und dann E-Moll, 7, E-Moll, E-Moll, A7. Den schlägst du 3-mal dann an, anstelle den D dann 2-mal noch zu spielen. Dann wieder E-Moll, 3-mal, A7. Und dann kommen wir zum H-Moll-Akkord. Den greifst du mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der A-Seite, Ring und kleiner Finger im vierten Bund auf der D- und G-Seite. Kannst du auch so dabei belassen, wenn dir das zu schwierig ist, jetzt hier noch den Mittelfinger in den dritten Bund auf der H-Seite zu packen. The same mistakes. Danach spielst du einmal die leere A-Seite einfach an und dann wieder zum G. Na, 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 na. Das sind wieder Akkorde aus dem ersten Part. G-Akkord. Wo du jetzt Folgendes anschlägst. Mittelfinger wieder im dritten Bund auf der E-Seite. Jetzt kannst du aber ruhig bis zur vorletzten Seite durchschlagen und die zweite Seite von dir aus gesehen, die A-Seite, blockieren mit dem Mittelfinger, dass es so klingt. Und dann hier diesen A-Power-Chord, den du aus dem ersten Part schon kennst, da schlägst du die A-, D- und G-Seite an.
Ja? Also nochmal dieser ganze Part. When I fall in love in Misty, A7 und D, E-Moll, E-Moll, E-Moll und A7 dreimal. E-Moll, E-Moll und E-Moll, A7 und H-Moll, leere A-Seite, G. Ich spiele es einfach 8-mal an zum Beispiel und dann 1, 2, 3, 4, 5. 5-mal diesen A-Akkord. Nochmal. E-Moll, 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 A7, D. E-Moll, 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 A7, A7, A7. E-Moll, 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 A7 und H-Moll. Leere A-Seite, G, 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 A, 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 A. Und so weiter und so fort. Dann haben wir noch einen Schlussabgang als kleine Zugabe, Kirsche auf der Sahne. We found love right where we are. Und zwar geht der folgendermaßen. Zeigefinger, zweiten Bund A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite. Und dann zupfst du die A, D und G-Seite. We auf Found. Hebst den Zeigefinger hoch, zupfst immer noch die gleichen Seiten. We found love. Also, H-Moll 7, Zeigefinger hoch, G-Seite. Dann der zweite Griff aus dem ersten Part. Zweiter Bund E-Seite und zweiter Bund G-Seite. Dann kannst du die leere E, D und G-Seite zupfen. Zeigefinger, zweiter Bund D-Seite und du zupfst die A, D und G-Seite. Und wieder den ersten Griff, den D-Griff. Also nochmal diesen Abschlussgang, macht ziemlich Bock zu spielen. We found love right where we are. We found love right where we are. Und nochmal. H-Moll 7, H-Moll 7 mit A im Bass, G, D mit Fissenbass, E-Moll 7, A7, D. Und noch einmal. We found love right where we are. One more time. A-Moll 7. Also, mit diesen Parts kannst du den Song dir erstmal eine richtig gute Basis verschaffen, um einen Überblick dazu zu bekommen, welcher Part wann kommt. Ich empfehle dir aber, wenn dich das dann nicht mehr herausfordert, weil du sagst, hey, kann ich jetzt oder kann ich sowieso schon aus dem Stegreif spielen, ich möchte mich dem Solo auch zuwenden, check in der Videobeschreibung mein sehr umfangreiches 9-teiliges oder sogar 10-teiliges Tutorial zu dem Song aus. Da findest du noch viel mehr Details zu dem Song. Das ist ein sehr gutes Einstiegstutorial hier, aber da findest du, wie gesagt, noch viele Tipps und Tricks und Spieltechniken, die du brauchen kannst, um den Song dann genauso zu spielen, wie er auf Platte ist. Und ich empfehle dir natürlich nochmal in meinen Crashkurs reinzuschauen, den findest du in der Videobeschreibung auch. Einfach da mal hinklicken, das ist vollkommen kostenlos, das Teil auch, macht aber sehr viel Spaß, das kann ich jetzt schon versprechen, um eine sehr gute Grundlage beim Thema Gitarre zu bekommen. Zig Videos kriegst du dann nach Hause geschickt, eine PDF voll mit Akkorden, auch um alles nochmal schwarz auf weiß zu haben, was du so brauchst in der Gitarrenwelt da draußen. Du wirst dich hier auf meinem Channel auch deutlich besser zurechtfinden können. Viele Fragen werden einfach im Vorfeld beantwortet und sind Sachen zum Thema Haltung. Wie halte ich die Gitarre, wie halte ich ein Plektrum, wie zupfe ich, wie stimme ich meine Gitarre, aber auch viele Songs werden da schon behandelt und gemacht, Akkorde, du lernst wirklich alles, was du brauchst, um erstmal gut auf der Gitarre starten zu können und es spielt gar keine Rolle, ob du gerade erst angefangen hast oder vielleicht schon ein paar Sachen auf der Gitarre drauf hast. Schau einfach mal vorbei, findest du wie gesagt in der Videobeschreibung. Ich bin der Hannes von Wer der Musiker und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao!